Am meisten Spaß macht das Fahrzeug auf Landstraßen im Bereich zwischen 80 und 180. Kurvige Strecken, bergauf, bergab, durch Wald oder über Land. Da merkt man das Fahrzeug oder spürt man das Fahrzeug am besten. Mein Name ist Roger Kege. Ich bin 51 Jahre alt. Bin Karosserie- und Fahrzeugbaumeister, wohne hier in einem kleinen Dorf namens Stetten in Rheinland-Pfalz, Deutschland, und ich bin verrückt nach Porsche. Als ich 2009 in einer Zeitschrift den ersten Singer sah, war ich so fasziniert von der Optik, dass ich gesagt habe, wow, so ein Auto möchte ich gerne haben. Dann habe ich natürlich recherchiert, gesehen, was so ein Auto kostet, und für mich war klar, ist für mich unvorstellbar teuer, nicht leistbar. Also habe ich mich mit dem Gedanken geprägt, wie kriege ich das hin oder wie kann ich so ein Auto selbst realisieren. Ich bin Karosserie- und Fahrzeugbauer. Daraufhin habe ich gedacht, naja, dann schauen wir mal, wie wir das selbst hinkriegen. Die Farbe heißt Gazier Grau Metallic. Das ist die 50-Jahre-Farbe vom 991. Ich habe die Farbe genommen, weil es ein Farbton ist aus den 70ern. Und ein Metallic oder ein Perleffekt-Lack, ein moderner Lack. Somit habe ich quasi die Kombination von einem alten Farbton und von einem modernen Lack. Und das war mir irgendwie wichtig, weil das habe ich ja am Rest des Fahrzeuges, also überall am Fahrzeug sieht man ja moderne Komponenten mit der alten Optik, ob das die Scheinwerfer sind oder ob das das Lenkrad ist oder Armaturen oder egal was. Man hat immer irgendwo die Kombination aus der alten Optik und aus der modernen Funktion. Für mich ist es immer schwierig, das was so perfekt zu machen, dass ich am Ende selbst zufrieden bin. Da bin ich sehr selbstkritisch. Beim Retro habe ich mit meinem Kunststoffbauer zusammen 5-mal eine Frontstoßstange gebaut, bis sie mir gefallen hat. Und er hat gesagt, jetzt reicht's. Ich habe gesagt, nein, es reicht nicht. Und so kam es dann dazu, dass wir jetzt irgendwo 5 Stoßstangen in der Ecke liegen haben, bis die Stoßstange fertig war, so wie sie jetzt am Fahrzeug dran ist. Also vom Kauf des Fahrzeugs bis zur Fertigstellung des Fahrzeugs stecken 2000 Stunden in dem Fahrzeug, also mehr sogar als 2000 Stunden. Sehr viel Entwicklungsarbeit ist drin. Wir haben viele Dinge doppelt gemacht. Ich musste ja, viel im Design arbeiten. Ich wollte ja auch ein eigenes Auto bauen. Ich wollte keinen Singer nachbauen, sondern eigene Proportionen entwickeln und wollte vor allen Dingen eben auch eine andere Basis nehmen. Ich habe einen 993 genommen, weil ich mir überlegt habe, warum nimmt Singer einen 964 und baut extrem viele Teile von einem 993 ein und nimmt nicht gleich einen 993? Somit habe ich gedacht, ich versuche einfach das Konzept zu verbessern oder das Konzept zu ändern und nicht viele verschiedene Teile in ein Auto zu bauen, sondern einfach zu sagen, man hat eine Serientechnik, die einfach sehr, sehr gut ist, die beste luftgekühlte Serientechnik, die Porsche je gebaut hat, und verändere die sehr wenig, und dadurch habe ich gedacht, ich nehme einen 993 und keinen 964. Im Vergleich zum Singer würde ich sagen, sieht man am meisten die Kosten der Entwicklung. Singer hat ganz viel Geld investiert in Entwicklungen wie Scheinwerfer, Lampen, Chromteile, Vernicklungsteile, wo ich auf Serienteile von Porsche gegangen bin, um eben auch ja, das nachzuvollziehen oder wenn mal ein Unfall ist, da ohne eben auf Singer angewiesen zu sein, reparieren zu können, dass man mit Porsche-Teile reparieren kann. Und da liegt der größte Unterschied zum Singer. Technisch hat er natürlich mehr Leistung, was ihn auch interessant macht. Im Gegenzug glaube ich aber, dass mein Fahrzeug alltagstauglicher ist, durch das, dass ich eben normale Technik habe, Serientechnik von Porsche, die Alltag bewährt ist, und auch immer wieder zu reparieren durch Serienteile von jedem Porsche-Schrauber, wenn ich ihn mal verkaufen sollte. Dadurch sehe ich den größeren Vorteil von meinem Fahrzeug gegenüber dem Singer-Fahrzeug. Als ich das dann 2016 zugelassen habe, ich bin 2016 50 geworden, war das für mich einfach das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich mir selbst machen konnte, mit dem Fahrzeug dann das erste Mal zu fahren. Das Fahrzeug ist von der Abstimmung her
ein sehr sicheres, neutrales Fahrzeug, wie auch ein modernes Fahrzeug mit ESP und mit Sicherheitseinrichtungen, nur eben ohne und ist auch im Grenzbereich ganz einfach zu beherrschen. Das Fahrzeug ist für mich jetzt nahezu perfekt. Es gibt aber immer wieder Dinge, die man natürlich nach so einem Fahrzeugbau verbessern würde oder neu machen würde. Ja, das ist wie wenn man ein Haus baut. Ja? Man baut erst beim zweiten oder dritten Haus das Haus, das man gern hätte, und ja, man verändert sich selbst. Somit würde man auch natürlich hier, oder ich würde hier das eine oder andere noch mal ändern, aber nicht unbedingt verbessern, einfach nur ändern. Ich bin natürlich sehr stolz auf das Fahrzeug, auf das, was ich hier erreicht und erschaffen habe. Ja, ich habe für mich ein kleines Stückchen Geschichte in der Porsche-Welt geschrieben.